Anscheinend hat die Frau recht, dachte ich ein paar Tage später, denn David hatte wieder seine anhängliche Phase. Außerdem schwitzte er während der Nacht nicht mehr. Trotzdem fand ich immer seltener Schlaf, denn ich war ständig auf der Hut und fragte mich, was wohl als nächstes geschehen würde. Eines Abends erzählte mir Frank gerade von seiner Arbeit, als mit einem Schlag die Tür zum Wohnzimmer aufgerissen wurde. David stürmte mit angstverzerrtem Gesicht herein und schrie wie ein Tier, das in die Falle geraten war. Sein Schlafanzug klebte ihm am Körper und er zitterte wie Espenlaub, während seine Zähne klappernd aufeinander schlugen. Ein Schauer lief über meinen Rücken. Was war geschehen? Hatte er sich im Schlaf verletzt? Frank schaute mich erschreckt und zugleich verständnislos an. Aber in diesem Moment drehte sich der Junge auch schon wieder herum, rannte aus dem Zimmer und jagte wie getrieben durch den Flur, wo er mit einem Mal abrupt stehen blieb. Er starrte auf eine imaginäre Stelle vor sich, und als habe er das Grauen nun erkannt, schlug er die Hände vors Gesicht und schrie laut auf, während sein Körper vor Entsetzen bebte. Danach ging seine Flucht durchs Haus weiter. Wir hasteten dem völlig verängstigten Jungen hinterher und versuchten ihn einzufangen, aber das Kind schoss in seiner Panik schnell wie ein Blitz durch den Flur und gab dabei hohe, jammervolle Töne von sich. David war so schnell, dass es uns unmöglich war, ihn einzuholen. Als Frank den Jungen endlich zu fassen bekam, hörte er nicht auf zu schreien und gebärdete sich wie ein Irrsinniger. Immer wieder schlug er wild um sich und entwickelte dabei geradezu übermenschliche Kräfte. Doch Frank ließ ihn nicht los und hielt ihn wie in einem Schraubstock fest an seine Brust gepresst. Schließlich wurde das Schreien leiser und der erschöpfte Junge schlief in Franks Armen ein. Erleichtert, dass Konstantin durch dieses Horrorszenario nicht geweckt worden war, atmete ich tief durch. Nachdem ich David ins Bett zurückgebracht hatte, redeten Frank und ich noch lange darüber, ob unser Pflegekind nun begann, seine Vergangenheit in seinen Träumen zu verarbeiten. Davids Auftritt erschien mir wie ein Spuk gewesen zu sein, als uns der nächste Morgen mit einer weißen Schneedecke belohnte und die Sonne die Eiskristalle in allen Regenbogenfarben zum Schimmern brachte. Mit gemischten Gefühlen schaute ich dem Jungen nach, der mit einer bunten Strickmütze auf dem Kopf zaghaft winkend in den Schulbus stieg. Als er mittags von der Schule heimkehrte, fragte ich ihn, was er in der Nacht geträumt habe. »Weiß ich nicht mehr, ich habe gut geschlafen«, war seine Antwort. Mir fiel ein Stein vom Herzen, denn anscheinend erinnerte sich David nicht mehr an seine Panikattacken in der Nacht. Doch kaum hatten Frank und ich es uns am nächsten Abend wieder vor dem Fernseher gemütlich gemacht, als die Tür genau wie am Abend zuvor plötzlich aufgerissen wurde. Mit einem Gesicht weiß wie ein Bettlaken stürmte David ins Zimmer, riss die Kissen vom Sofa, drehte sich herum und rannte, ehe wir es richtig begriffen, wieder in den Flur zurück. Ich hatte das Gefühl, als befände ich mich in einem Horrorfilm, nur dass Davids Grauen Realität war. Dieser Anfall war weitaus schlimmer als der vorige. Wieder gebärdete der Junge sich so, als seien alle Ungeheuer der Welt in seinem Kopf versammelt. Er beruhigte sich auch nicht und hörte nicht auf zu schreien, als wir ihn schon längst eingefangen hatten. Schließlich keuchte Frank, »Mach die Badezimmertür auf!« Und als ich nicht sofort reagierte, schrie er, »Verdammt, mach doch die Tür auf!« Ich öffnete die Tür, obwohl ich keine Ahnung hatte, was er vorhatte, und sah entsetzt, wie mein Mann den um sich schlagenden, schreienden Jungen in die Badewanne zerrte. Inzwischen war Konstantin von dem Lärm aufgewacht und stand mit weit aufgerissenen Augen im Flur. »Geh ins Bett«, rief ich ihm zu, »dein Bruder hat nur einen Albtraum.« Trotzdem blieb Konstantin wie angewurzelt stehen und rührte sich nicht vom Fleck. »Die Dusche, dreh den Hahn auf, los, beeil dich«, kommandierte Frank und drückte David in die leere Badewanne. Als ich zögernd die Brause in der Hand hielt, riss Frank sie mir aus der Hand und kurz darauf ergoss sich ein Schwall kaltes Wasser über Davids Körper. Augenblicklich hörte er auf zu schreien und kam sofort wieder zu sich. Seltsamerweise erinnerte sich das Kind auch dieses Mal nicht an seinen nächtlichen Schrecken, denn er fragte mich am nächsten Morgen, »Mama, warum habe ich einen anderen Schlafanzug an als gestern?« »Weil du heute Nacht so geschwitzt hast«, redete ich mich heraus. Am 3. Abend begann das Grauen erneut. Nachdem David durch das ganze Haus gerannt war, urinierte er, ehe einer von uns reagieren konnte, auf den Teppich. Wie angewachsen stand ich da und kam nicht auf die Idee, schnell einen Eimer zu holen, um den Strahl aufzufangen. Dazu kam noch, dass Konstantin wieder aufwachte und dem seltsamen Treiben seines Bruders entsetzt zuschaute.
Von nun an ließ sich Konstantin von David alles gefallen, was dieser seinerseits gehörig ausnutzte. Auch meine Erklärung, dass Davids Träume sich wie bei einem Gewitter mit lautem Donner entlüden, verringerte nicht das abgrundtiefe Mitleid, das er für seinen Bruder empfand. Während ich mir nun auch ernsthafte Sorgen um Konstantins Seelenleben machte, begannen Davids Albträume mich auch tagsüber zu verfolgen. Hinzu kam, dass Konstantin ständig darüber reden wollte und ihm sein Unbehagen vor dem Einschlafen deutlich anzumerken war. Der nächtliche Spuk hielt an, ganz gleich, ob ich David heiße Milch zu trinken gab oder ihm Baldrian-Tropfen auf ein Stück Zucker träufelte. Abend für Abend, mit nur wenigen Ausnahmen, bekam das Kind seine Angstzustände, und Konstantin wachte dabei jedes Mal noch auf. Noch heute spricht er davon, wie sehr ihn Davids Ängste damals erschreckt haben. An Entspannung nach einem arbeitsreichen Tag oder an partnerschaftliche Gespräche war nicht mehr zu denken. In meiner Not rief ich schließlich bei Frau Lugmann an und schilderte ihr in kurzen Sätzen die Situation. »Das ist doch völlig normal«, versuchte sie mich zu beruhigen und fügte seufzend hinzu, »was meinen Sie, was ich hier tagtäglich erlebe?« Aber mich interessierten die anderen Fälle von Frau Lugmann nicht. Ich war verzweifelt und bat sie inständig, etwas zu unternehmen. Als ich nicht locker ließ, versprach sie, in den nächsten Tagen bei uns vorbeizukommen. Wie versprochen tauchte sie bald darauf mit einer großen Kiste unter dem Arm bei uns auf und erklärte mir auf meinen fragenden Blick hin, das ist ein Zenokasten, der Spielsachen enthält. In dem Kasten befanden sich unzählige kleine biegsame Püppchen, aber auch Tiere, Pflanzen und sogar Möbel. Im Spiel mit diesen Puppen spiegelt das Kind seine Erlebnisse wider, erläuterte mir die Sozialarbeiterin und forderte David auf, sich den Inhalt der Kiste genau anzusehen. Während er neugierig begann, die Figuren aus dem Kasten zu nehmen, verließ ich leise das Zimmer. Es dauerte nicht lange, bis Frau Lugmann mich rief. Als ich an den Tisch herantrat, sah ich, dass David aus unzähligen Bäumchen einen Wald gebildet hatte. Die Bäume standen so dicht beieinander, dass ich erst beim genauen Hinsehen entdeckte, dass in der Mitte des Waldes ein kleiner Junge saß, um den herum sich ein Rudel Wölfe tummelte. In der Mitte des Tisches hatte David mit Bauklötzen eine niedrige Mauer gebaut, hinter der in einem Liegestuhl eine Frau lag, um die sich die unterschiedlichsten Männer gruppierten. Am anderen Ende des großen Tisches saßen ein Mann, eine Frau, ein Junge und eine Katze auf einem Sofa. Nachdem Frau Lugmann David zum Spielen hinausgeschickt hatte, erklärte sie mir die Szenerie, die ich aber auch ohne ihre Worte verstand. Er hat seine Mutter bewusst in einem bequemen Stuhl platziert, denn anscheinend fühlt sie sich im Gegensatz zu ihm in ihrem Leben wohl, erläuterte sie. Und wie verhalten wir uns jetzt weiter, fragte ich unsicher. Wenn Sie es schaffen, Ihrem Pflegekind das Gefühl von absoluter Normalität zu geben, wird ihm das sehr helfen und er kann dadurch seine Vergangenheit aufarbeiten, appellierte sie eindringlich an mich. Meinen Sie nicht, das Kind braucht dringend psychologische Hilfe, war meine nächste Frage. Ich halte nichts von Therapeuten, entgegnete Frau Lugmann forsch. Wissen Sie, in einer intakten Familie kann ein Kind viel besser seine Ängste verarbeiten, als wenn es vom Psychologen in die Mangel genommen wird. Dabei nickte sie mir aufmunternd zu, räumte die Figuren wieder in den Kasten zurück und verabschiedete sich. Wir fühlten uns absolut alleingelassen und als die nächsten Albträume auftraten, war ich kurz davor zu verzweifeln. Aber es war niemand da, den wir um Rat hätten fragen können. Mit der Zeit wurden Davids Albträume zum Glück seltener und verschwanden auf wundersame Weise schließlich ganz. Als der April sich seinem Ende zuneigte und der Mandelbaum in unserem Vorgarten in seiner Blütenpracht wie rosa Schaum aussah, war es endlich soweit, David hatte Geburtstag. Gleich nach dem Aufwachen rannte er ins Wohnzimmer und staunte über den bunt geschmückten Geburtstagstisch, auf dem ein mächtiger Schokoladenkuchen mit 7 brennenden Kerzen stand. »Du musst sie auspusten«, ermunterte Konstantin das Geburtstagskind, »und dir dabei etwas ganz Besonderes wünschen.« »Warum?« fragte David erstaunt. »Weil dein Wunsch dann in Erfüllung geht«, erklärte Konstantin ernst. Ohne zu überlegen, pustete David die Kerzen aus. Er erzählte mir später einmal, dass er sich gewünscht hatte, nie wieder von uns fortgehen zu müssen. Nachdem er erst die Kerzen gezählt hatte, öffnete er voller Neugier die Päckchen mit seinen, dank des Geldes vom Staat, äußerst großzügig ausgefallenen Geschenken und stieß einen Freudenschrei nach dem anderen aus, als nach und nach Spielzeug, Hosen und Sweatshirt aus dem bunt bedruckten Geschenkpapier zum Vorschein kamen. Und als Frank zu guter Letzt sein neues Fahrrad ins Zimmer schob, geriet David schier außer Rand und Band, und wir konnten uns an seiner Freude nicht satt sehen. Ich erinnere mich noch, dass er an diesem Tag ununterbrochen Danke gesagt hat.
Am Nachmittag trudelten dann nach und nach die Geburtstagsgäste ein. Schulkameraden aus der Vorschule kamen zum Gratulieren und auch Jenny und ihre Schwester Marie zusammen mit Dora und Thorsten. Der Nachmittag verging rasch und immer wieder schaute David stolz auf die große Anzahl seiner Gäste. Nur Jenny, die er schon bei ihrer Ankunft ignoriert hatte, beachtete er nicht. Als sie sich einmal vor ihn stellte und mit heller Stimme »Davy, mein Bruder Davy« krähte, drehte er ihr einfach den Rücken zu. Und als ich ihn bat, doch einmal mit ihr zu spielen und sich wenigstens bei ihr für ihr Geschenk zu bedanken, streckte er ihr nur verdrossen die Hand entgegen und murmelte mürrisch »Danke«. Aber der schöne Geburtstag war kaum vorüber und schon folgte das nächste unangenehme Ereignis.